Hey, der Hannes von Werde Musiker hier. Schön, dass du bei dem Video dabei bist. Ich möchte dir jetzt in diesem Video den Song Heathens von 21 Pilots näher bringen und ich zeige dir jetzt erstmal, was dich in diesem Video erwartet. So, das ist eine Version, wie du jetzt gesehen hast, mit Fingern gezupft. Das ist eine fortgeschrittene Version, auf die ich im späteren Verlauf des Videos eingehen werde. Bevor wir jetzt mit dem Ganzen starten, möchte ich bitten, aber nochmal in der Videobeschreibung nachzuschauen. Da findest du nämlich eine sehr gute Grundlage auch für dieses Tutorial hier. Das ist mein Crashkurs für die Gitarre. Da findest du vieles zum Thema Haltung, Akkorde, ja, wie du dein Plektrum hältst, deine Gitarre hältst und wichtige Lektionen, die du auf jeden Fall sehr gut gebrauchen kannst, um auf der Gitarre richtig schnell Fortschritte zu machen. Also, starten wir jetzt aber mit dem Tutorial. Wir gehen jetzt erstmal auf den wichtigen Part, auf den Refrain ein und starten hier mit C-Dur. Und zwar brauchen wir dafür den Ringfinger im dritten Bund auf der A-Seite, den Mittelfinger im zweiten Bund auf der D-Seite und den Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite. Ja, schauen wir hier so. Und der sollte dann so klingen. Dann wechseln wir zu A-Moll. Dafür musst du nur den Ringfinger umsetzen erstmal. Der muss nämlich dann von hier, vom dritten Bund, in den zweiten Bund auf der G-Seite. Und die anderen beiden Finger müssen ein bisschen mitrutschen, sonst wird es ein bisschen eng. Dann haben wir A-Moll. Und dann geht es auf E-Dur. Das ist insofern ganz easy, weil die Finger in der gleichen Position bleiben, nur sie müssen alle eine Seite weiter zu dir hüpfen. Und da darfst du dann endlich alle 6 Seiten anspielen. Vorher bei den beiden Akkorden lässt du die tiefe, die dicke Seite weg hier, die dir am nächsten ist. Also nochmal die Akkorde, C-Dur, A-Moll und E-Dur. Und den spielen wir sogar zweimal an. Und E-Dur. Nochmal E-Dur. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden move. You don't know the half of the abuse. So kannst du erstmal einen guten Wechsel zwischen den Akkorden hinbekommen. Aber wenn du Schwierigkeiten mit den Akkordwechseln hast, versuch das Ganze erstmal als Trockenübung zu machen, dass deine Finger genau wissen, wo es hingeht. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Übung am Anfang. Ist auch vollkommen normal, wenn das am Anfang erstmal noch nicht hinhaut. Wenn das schon klappt bei dir und total easy läuft, super geil. Aber keine Sorge, gerade wenn du am Anfang bist, ist das ganz normal, dass die Wechsel zwischen den Akkorden echt nicht so ganz einfach sind. Deswegen erstmal schauen, dieser Wechsel, den ich eben hier von C-Dur zu A-Moll erklärt habe, wo du theoretisch nur einen Finger wechseln musst, da musst du erstmal auch gucken, dass deine Finger sich dann richtig anordnen, deine Haltung gut passt und so weiter. Deswegen ruhig diesen Wechsel hier 20, 30, 40, 50 Mal hin und her machen, bevor du überhaupt anfängst zu schlagen, wenn dir das Schwierigkeiten macht. Und dann von A-Moll zu E-Dur hier das Wechseln des Griffs einfach mal in Ruhe und ganz, ganz oft, ganz häufig machen. Du bist innerhalb von ein paar Minuten hast du das wirklich 50 bis 100 Mal gemacht und dann wirst du schon merken, hey, die Finger kommen so langsam rein in das Ding. So, wenn du jetzt das Ganze drauf hast, dann kann ich dir jetzt noch ein deutlich abgefahrenes Schlagmuster noch zeigen, was du da machen kannst. Ist aber auch nicht so kompliziert zu merken, denn runter, hoch, runter, hoch. Ja, wir haben immer 4-mal runter und dann einen Schlag nach oben und dann geht es zum nächsten Akkord. Runter, hoch, hoch, hoch. Ja, und bei diesem Schlag nach oben
kannst du auch, du hast jetzt vielleicht auch gesehen, ich wechsle während dieses Schlages dann den Akkord. Es geht nämlich gar nicht darum, dass der Akkord die ganze Zeit da auch klingt, sondern es geht eher um die rhythmische Information, die da kommt. Ja? Ja, bei dem Aufschlag klingen plötzlich ganz kurz die leeren Saiten, damit ich zum A-Moll rüber wechsle. Ja? Mach dir da gar keine Sorgen, das fällt dann nämlich bei der höheren Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr auf. Das Problem, was jetzt noch auftreten könnte, ist, dass du versehentlich bei den ersten beiden Akkorden die tiefe E-Seite erwischt. Da dann noch darauf achten, dass du nach Möglichkeit einfach nur ab der A-Seite anschlägst. Da dann darum kümmern, wenn die Wechsel gut funktionieren, ein bisschen auf die Schlaghand auch achten. Ich habe da so einen Trick drauf, den kannst du auch mal probieren zu machen. Ich platziere meinen Ringfinger so, dass ich beim C-Dur ganz leicht mit dem Ringfinger hier gegen die E-Seite komme. Ja? Wirklich nicht beide gleichzeitig drücken oder so, sondern ganz leicht nur dagegen komme. Fast hier so mit dem Fingernagel, mit der Fingerkuppe so ganz leicht und dadurch wird die Seite ein bisschen abgedämpft und klingt nicht mehr unbedingt so mit. Das kann man auch, wenn man das kann, bei einer E-Gitarre und einer Western-Gitarre geht das ganz gut. Bei einer klassischen Gitarre ist das ein bisschen schwieriger, weil das Griffbrett da deutlich breiter ist. Kannst du es auch versuchen, hier mit dem Daumen zu machen, dass du so ganz leicht einfach nur dagegen kommst. Ich bin jetzt hier mit dem Daumen ganz leicht an der E-Seite dran. Bei E-Dur mache ich natürlich dann frei, damit die Seite wieder gut schwingen kann. Nur so als Tipp am Rande, wenn es darum geht, Saiten zu dämpfen, die nicht mitklingen sollen. So, kommen wir jetzt zur Strophe. Die wird noch ruhiger gespielt für mein Gefühl. Ich meine, Gitarre ist da in dem Sinne sowieso nicht so super präsent. Deswegen folgendermaßen. Zweimal A-Moll anschlagen und dann zweimal E-Moll. Nochmal zweimal A-Moll, nochmal zweimal E-Moll. Und dann wird es jetzt wieder sehr ähnlich im Vergleich zum Refrain. Da kommt wieder C-Dur, A-Moll und diesmal E-Moll. C-Dur, A-Moll und jetzt aufgepasst, neuer, sehr geiler Akkord. Please don't forget. Ja, das ist diese Stelle, hammergeiler Akkord. H7 ist das. Mittelfinger kommt dafür in den zweiten Bund auf der A-Seite, Zeigefinger in den ersten Bund auf der D-Seite, Ringfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite und der kleine Finger in den zweiten Bund auf der hohen E-Seite. Wenn du da jetzt mit dem kleinen Finger Probleme hast, reicht es auch erstmal nur die 3 Finger hier zu nehmen, den kleinen Finger wegzulassen. Dann darfst du aber auch nur bis zur H-Seite anschlagen. Das heißt, du lässt die beiden äußeren Seiten weg. Please don't forget. Mit dem kleinen Finger schlägst du natürlich dann auch noch die hohe E-Seite mit an und lässt hier die tiefe Seite sowieso die ganze Zeit weg. Da komme ich dann auch wieder hier mit dem Mittelfinger gegen die Seite, um das so ein bisschen zu verhindern, dass die tiefe E-Seite mitschwingt. Und dann geht es schon wieder in den Refrain. So, nochmal zu der Strophe zum Ablauf. A-Moll. Falls du nicht weißt, wie E-Moll funktioniert, der geht übrigens wie E-Dur, nur dass du den Zeigefinger weglässt. Das heißt hier zweiter Bund A-Seite und zweiter Bund D-Seite mit dem Mittel- bzw. Ringfinger. Also nochmal. A-Moll, E-Moll, A-Moll und E-Moll. Und jetzt C-Dur, A-Moll und E-Moll. Nochmal C-Dur, A-Moll und jetzt H7. Wird 4-mal angeschlagen. Und dann gibt es diese Dead Note, wenn du die noch einbauen willst, vor dem Refrain. Da schlägst du einfach
bevor es dann wieder in den Refrain geht, einmal nach unten und einmal nach oben, während du hier einfach mit den Fingern auf den Saiten legst. Man hört quasi nur das Schlaggeräusch, das auf die Saiten ergibt. Es klingt kein Ton so richtig. Ja? So, kommen wir jetzt zu der Version, wo du quasi Melodie und Akkorde gleichzeitig spielen kannst. Ich habe das jetzt im Intro mit den Fingern gezupft. Dafür brauchst du, wie gesagt, dann C-Dur. Deswegen hier jetzt die ganze Runde hier mit den ganzen Akkorden. Die brauchst du nämlich natürlich da auch. Und da fangen wir jetzt folgendermaßen an. Ich zeige das mal ganz kurz. Wir fangen ohne Zeigefinger an beim C-Dur und hauen dann hier in den ersten Bund auf der H-Seite. Also wir zupfen hier mit Daumen die A-Seite, Zeigefinger die D, Mittelfinger die G-Seite und Ringfinger die H-Seite. Und dann haut der Zeigefinger in den ersten Bund auf der H-Seite. Dann zupfst du nochmal mit Daumen die A-Seite und mit dem Ringfinger die leere H-Seite wieder. Also nochmal. Und dann die leere G-Seite nochmal mit dem Mittelfinger. Ja, alle Seiten gleichzeitig, die du hier mit den Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger zupfen kannst. Hammer on, A und H-Seite gleichzeitig und G-Seite. Wenn das zu kompliziert ist mit dem Hammer on, kannst du das auch nochmal einzeln anzupfen hier mit dem Ringfinger. Das gleiche machst du dann beim A-Moll-Akkord. Da greifst du hier erstmal ohne Zeigefinger und zupfst die 4 Seiten. Hammer on, A und H-Seite gleichzeitig wieder mit Zeigefinger hochgesetzt und dann leere G-Seite, das heißt, du musst den Ringfinger dann hochheben. Und dann greifst du nur diese beiden Seiten, du brauchst den E-Dur da an der Stelle nicht, wenn du das spielst, weil die Melodie ist da so gelegt, dass wir hier diesen Ton brauchen, der hier im zweiten Bund auf der D-Seite liegt. Das heißt, wir zupfen mit Daumen die tiefe E-Seite, Zeigefinger die A-Seite und mit dem Mittelfinger die D-Seite. Also. Und dann zupfe ich hier die leere E-Seite nochmal. Dann die leere hohe E-Seite. Ja, und dann greifst du hier ein C Added 9, wo du den kleinen Finger hier in den dritten Bund auf der H-Seite noch legst, zusätzlich zu deinem C-Akkord. Dann zupfst du A, D, G, H-Seite, hebst den kleinen Finger hoch und hast hier den normalen C-Dur-Akkord liegen. Also. Zupfst nochmal die leere A-Seite, dann wieder die leere hohe E-Seite, wechselst zum A-Moll-Akkord, wo du auch wieder den kleinen Finger im dritten Bund brauchst. Und E-Dur. Nochmal die Runde.
Und dann können wir das Ganze nochmal spielen und gehen dann in die Strophe wieder mit. Wie ich es dir vorher schon gezeigt habe mit der Strophe. Dann wiederholt sich wieder nach der ersten Strophe Refrain, dann kommt wieder Strophe und dann kommt ein Solo, was aber auch wieder mit den Akkorden des Refrains gespielt wird. Also sehr übersichtliche Form eigentlich und ich hoffe, du hast jetzt viel Spaß gehabt mit diesem Tutorial. Wenn du neue Tutorial-Wünsche hast, schreib das einfach unten in die Kommentare rein, abonniere meinen Channel und ich kann dir nur noch mal dringend empfehlen, in der Videobeschreibung nachzuschauen. Ja, findest du auch hier unten, mal hinklicken und meinen kostenlosen Crashkurs auszuchecken, ist eine gute Basis, auch für gerade diese Akkorde hier am Anfang, die wir gelernt haben, C-Dur, A-Moll, E-Dur, E-Moll, dass du da eine gute Basis kriegst, wie du die Gitarre hältst, wie du das Plektrum hältst, wie du die Saiten anschlägst und dämpfen lernst. Schau da einfach mal vorbei, ist für E- und akustische Gitarre, lohnt sich, kostet absolut ja nichts, versprochen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao!